Müdigkeit gehört zum Alltag. Nach einer kurzen Nacht, einem stressigen Arbeitstag oder einer üppigen Mahlzeit ist es völlig normal, sich abgeschlagen zu fühlen. Doch was, wenn die Müdigkeit bleibt? Wenn selbst nach langem Schlaf keine Energie aufkommt, jede Bewegung zur Anstrengung wird und Konzentration zur Herausforderung? Ständige Müdigkeit ist kein Charakterfehler oder Faulheit, sie ist oft ein Symptom und sie kann ein ernstzunehmender Hinweis darauf sein, dass im Körper etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Die Ursachen reichen von harmlos bis bedrohlich und manchmal ist es ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Die folgenden Krankheiten gehören zu den häufigsten, die sich in chronischer Erschöpfung äußern können. Nummer 1: Eisenmangel und Blutarmut. Eisen ist ein lebenswichtiger Baustein für die Bildung roter Blutkörperchen, die den Sauerstoff im Körper transportieren. Fehlt dieses Spurenelement, sei es durch starke Menstruation, schlechte Ernährung oder eine gestörte Aufnahme im Darm, sinkt die Sauerstoffversorgung der Zellen. Die Folge ist ein ständiges Gefühl der Erschöpfung, oft begleitet von blasser Haut, Kurzatmigkeit oder Konzentrationsproblemen. Auch andere Formen der Blutarmut, etwa durch Vitamin B12-Mangel, können Müdigkeit auslösen, die nicht durch Schlaf zu beheben ist. Nummer 2: Schilddrüsenunterfunktion. Die Schilddrüse steuert den Energiehaushalt des Körpers. Produziert sie zu wenig Hormone, verlangsamen sich Stoffwechselprozesse. Man friert schneller, nimmt zu, ist antriebslos und eben müde. Diese Form der Müdigkeit ist träge, schwer und tiefsitzend. Sie verschwindet nicht durch Ausruhen und geht oft mit dem Gefühl von innerer Leere oder depressiver Verstimmung einher. Frauen sind häufiger betroffen, besonders in und nach hormonellen Umbruchphasen wie Schwangerschaft oder Wechseljahren. Nummer 3: Depression. Nicht jede Erschöpfung ist körperlich. Bei Depression ist Müdigkeit oft eines der ersten und auffälligsten Symptome. Allerdings wird sie selten als psychisch erkannt. Betroffene fühlen sich dauerhaft ausgelaugt, selbst kleinste Aufgaben überfordern sie. Es fehlt nicht nur die Energie, sondern auch die Motivation. Schlaf hilft nicht, im Gegenteil. Viele schlafen viel, wachen aber dennoch wie gerädert auf. Wer dauerhaft müde ist und sich innerlich leer, hoffnungslos oder antriebslos fühlt, sollte auch an eine mögliche depressive Episode denken. Nummer 4: Diabetes mellitus. Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel belastet den gesamten Organismus. Die Körperzellen können den Zucker nicht richtig verwerten, obwohl er im Blut vorhanden ist. Die Energie kommt also nicht da an, wo sie gebraucht wird. Die Folge: chronische Müdigkeit, oft gepaart mit Durst, häufigem Wasserlassen und unerklärlichem Gewichtsverlust. Besonders bei Typ-2-Diabetes wird die Diagnose oft erst gestellt, wenn die Erschöpfung über Wochen anhält und sich trotz ausreichendem Schlaf nicht verbessert. Nummer 5: Chronische Infektion und Entzündung. Auch wenn keine akuten Symptome vorliegen, können chronische Entzündungsprozesse im Körper zu andauernder Müdigkeit führen. Erkrankungen wie pfeiferisches Drüsenfieber, Hepatitis, Borreliose oder sogar unentdeckte Zahnentzündungen können den Körper langfristig schwächen. Das Immunsystem bleibt in Daueralarm, selbst wenn die Krankheit äußerlich längst abgeklungen scheint. Diese Form der Müdigkeit fühlt sich oft grippeähnlich an, begleitet von Muskelschmerzen oder einem diffusen Krankheitsgefühl. Nummer 6: Schlafapnoe und andere Schlafstörungen. Nicht immer liegt die Ursache der Müdigkeit im Wachzustand. Manchmal passiert das Problem nachts. Menschen mit obstruktiver Schlafapnoe haben Atemaussetzer im Schlaf, die sie unbemerkt immer wieder wecken. Obwohl sie ausreichend lange schlafen, erreichen sie keine tiefen Schlafphasen. Die Folge: Tagesmüdigkeit, Konzentrationsprobleme, Sekundenschlaf. Auch andere Schlafstörungen wie Restless-Legs-Syndrom können langfristig zu einer tiefen Erschöpfung führen, die mit bloßem Ausschlafen nicht zu beheben ist. Nummer 7: Herzinsuffizienz und Kreislauferkrankungen. Ein schwaches Herz pumpt nicht mehr ausreichend Blut in den Körper und damit auch nicht genug Sauerstoff. Die Organe, Muskeln und das Gehirn erhalten weniger Energie, was sich in anhaltender Müdigkeit und körperlicher Schwäche äußert. Selbst Alltagsaktivitäten wie Treppensteigen oder Einkaufen können überfordern. Oft wird diese Form der Müdigkeit von Atemnot, geschwollenen Beinen oder Engegefühl in der Brust begleitet. Besonders ältere Menschen nehmen diese Erschöpfung oft als altersbedingt hin. Dabei kann sie ein frühes Warnsignal sein. Nummer 8: Krebserkrankungen. Müdigkeit ist eines der häufigsten, aber unspezifischsten Symptome bei Krebs. Der Körper verbraucht immense Energie im Kampf gegen entartete Zellen, selbst wenn die Krankheit noch nicht diagnostiziert wurde. Auch Blutbildveränderungen, Entzündungsprozesse und Tumorstoffe im Blut können zu chronischer Erschöpfung führen. Die sogenannte Fatigue ist dabei tiefer als normale Müdigkeit. Sie ist nicht beeinflussbar, raubt Lebensqualität und wird durch Schlaf kaum gelindert. Nummer 9: Nierenerkrankungen. Wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten, reichern sich Giftstoffe im Blut an. Gleichzeitig werden weniger rote Blutkörperchen gebildet, was zu einer Art schleichender Blutarmut führt. Diese Kombination macht müde, zunächst unmerklich, dann dauerhaft. Hinzu kommen häufig Konzentrationsschwäche, Appetitlosigkeit oder nächtlicher Harndrang, der den Schlaf zusätzlich stört.
Chronische Niereninsuffizienz bleibt lange unbemerkt. Ständige Müdigkeit kann hier ein erster Hinweis sein. Und Nummer 10, Mangelernährung oder Essstörungen. Energie braucht Nahrung, doch wer zu wenig oder einseitig isst, liefert dem Körper nicht, was er braucht. Eisen, B-Vitamine, Magnesium oder Kalorien insgesamt. Fehlt einer dieser Bausteine, geht die Energie langsam, aber stetig verloren. Auch bei Essstörungen wie Anorexie oder Bulimie ist chronische Müdigkeit ein häufiges Symptom. Der Körper schaltet auf Notbetrieb, spart Energie und der Alltag wird zur körperlichen Herausforderung. Müdigkeit wird dann zum stillen Begleiter einer Mangelversorgung, die oft schwer erkennbar ist. Möchtest du jetzt noch wissen, wie du deinen Darm gesund halten kannst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.